Hallo, ich möchte heute nochmal ein Q&A machen und eure Fragen beantworten, die gerade auch nach der letzten Runde nochmal aufkamen. Und ja, ich hoffe, da sind einige dabei, die ihr gerne beantwortet haben wollt. Und wenn ihr einfach noch mehr habt, wie immer unten in die Kommentare schreiben. Merkst du gesundheitlich eine starke Veränderung durch die gesunde Ernährung? Ich habe ungefähr vor 4-5 Jahren meine Ernährung umgestellt und man kann jetzt nicht eins sagen, was sich unglaublich doll verändert hat. Ich glaube, das sind eher so viele kleine Sachen. Zum Beispiel merke ich, dass meine Haare wirklich sehr viel gesünder geworden sind, Fingernägel auch, meine Haut im Allgemeinen. Ich fühle mich einfach besser. Also gerade dieses, wenn man Mittag gegessen hat und dann einfach eine sehr schwere Mahlzeit hatte und in so einen leicht komatösen Zustand verfällt, das ist wirklich eigentlich nicht so, wenn man auf gute Kohlenhydrate achtet, viel Obst und Gemüse zu sich nimmt. Und eine Sache, die ich ganz stark merke, ist, wenn ich krank werde. Und ja, das passiert natürlich immer noch. Also ich werde deutlich weniger krank als zuvor, aber man ist auch wieder schneller fit. Also wenn man sich normalerweise vielleicht 1-2 Wochen mit einer Erkältung rumquält, merke ich jetzt eigentlich schon so nach dem 2., 3. Tag, dass es schon wieder bergauf geht. Und das ist natürlich schön, dass man deutlich schneller wieder auf den Füßen steht. Was motiviert dich, immer wieder neue Rezepte zu teilen? Mir macht es einfach unglaublich Spaß, auch selber neue Sachen auszuprobieren. So hat es ja letztendlich auch angefangen auf Instagram. Es sollte eigentlich so ein Food Diary für mich sein, weil ich gemerkt habe, man hat sich dann immer auf eine Sache sehr versteift und ich wollte einfach mehr Dinge ausprobieren, vielfältiger mich ernähren. Und das ist immer noch so und deswegen finde ich es toll, mit neuen Sachen rumzuspielen, sich neue Rezepte auszudenken, gerade jetzt auch saisonal, also dass man im Winter dann eben schaut, womit kann ich backen, was kann ich da irgendwie, wie kann ich das so ein bisschen verändern, dass das Ganze durchaus gesünder ist. Und ich glaube, das ist einfach meine Motivation. Es macht mir einfach Spaß und dann auch zu sehen, dass Leute das gut aufnehmen und nachkochen, das reicht dann irgendwie. Ernährst du dich aus gesundheitlichen oder ethischen Gründen vegan? Oder darf es bei dir auch ab und zu mal Fleisch oder Kuhmilch sein? Das ist eine Frage, die ich ganz oft bekomme. Bist du vegan? Und es ist tatsächlich so, dass ich 2 Jahre lang vegan gelebt habe, auch gerade als ich meine Ernährung umgestellt habe. Und ich habe dann aber für mich irgendwann beschlossen, dass es mir persönlich nicht ganz so gut tut. Und ich habe dann einfach angefangen, ein paar tierische Produkte wieder in meine Ernährung aufzunehmen. Also Feta-Käse zum Beispiel oder Mozzarella. Aber ansonsten ist wirklich meine Ernährung rein pflanzlich. Am Anfang habe ich es also wirklich aus gesundheitlichen Gründen gemacht und nach ist dann aber der ethische Faktor dazugekommen. Und ich habe eben hinterfragt, warum essen wir so viele tierische Produkte? Ist das wirklich nötig? Oder gibt es auch pflanzliche Lebensmittel, die das komplett ausgleichen und vielleicht sogar noch ein bisschen besser für unseren Körper sind? Was ich persönlich mache, ist, wenn ich tierische Produkte kaufe, dass ich darauf achte, dass sie biologisch angebaut sind und wirklich auch aus der Region kommen. Also nichts, was groß eingeflogen werden muss. Und damit bin ich sehr zufrieden und glücklich. Ich finde aber, das ist eine sehr persönliche Sache. Man muss das einfach ausprobieren, man muss gucken, wie fühlt man sich damit. Ich habe für mich eine sehr tolle Lösung gefunden, eine gute Basis zwischen gesundheitlich und ethisch und kann da auch nur sagen, probiert es aus, schaut, was euch gut tut, was ihr wollt und ja. Machst du Living the Healthy Choice hauptberuflich? Seit einem Jahr mache ich es jetzt hauptberuflich. Davor habe ich ja noch eine Ausbildung gemacht und habe das nebenbei an meinen Wochenenden nach und vor der Arbeit gemacht. Aber ich habe mich letztes Jahr dazu entschlossen, dass ich es jetzt probieren möchte und es macht unheimlich viel Spaß. Es ist sehr viel Arbeit, aber ich finde, es ist es komplett wert und ja, hauptberuflich. Hast du Tipps für Leute, die nur sehr wenig Zeit haben und trotzdem öfter kochen wollen? Ich habe die klare Position, dass es alles möglich ist. Man muss vielleicht ein bisschen planen. Also was ich zum Beispiel immer gemacht habe, als ich morgens ganz früh zur Arbeit musste, ist einfach Sachen schon am Abend vorher vorzubereiten. Also ob das jetzt Haferbrei ist, den man vielleicht schon vorkocht
oder abends noch ein paar Haferflocken und Chiasamen einweicht und dann am Morgen einfach nur ein paar frische Früchte oder selbst Tiefkühlfrüchte rauf. Smoothies bereite ich eigentlich immer gerne frisch vor, aber da kann man genauso gut schon Sachen aufschneiden und zum Beispiel in den Tiefkühler machen und dann geht es eigentlich relativ schnell. Und wenn es ums eigentliche Kochen ging, habe ich es oft gemacht, dass ich abends mir die Zeit genommen habe und was gekocht habe und dann aber die Mengen einfach verdoppelt. Das heißt, ich habe dann einen Teil abends gegessen und den anderen Teil habe ich mir dann zum Mittagessen mitgenommen oder auch gerne mal noch vom Tag vorher oder 2 Tage vorher was, wenn man vielleicht nicht Lust hat, direkt aufeinander das Gleiche zu essen. Man muss natürlich immer entscheiden, will man sich diese Zeit nehmen, wie wichtig ist einem eine gute Ernährung oder eben was frisch gekochtes, was zu Hause gemachtes zu essen. Und ich glaube, diese Entscheidung muss man für sich selbst treffen und wenn man sie mit Ja beantwortet, dann geht das wirklich. Man muss vielleicht ein bisschen vorher einkaufen gehen, vorher vorbereiten, aber dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Das war's. Ich hoffe, ich konnte einige Fragen beantworten und wenn ihr weitere habt, die ich beim nächsten Mal beantworten soll, einfach unten in den Kommentaren lassen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis dann. Ciao.